Heute machen wir einen echten Klassiker der österreichischen Küche, nämlich einen Apfelstrudel Wiener Art. Hi, ich bin Lara von Einfach Backen und wie dir der Teig garantiert nicht reißt, das zeige ich dir jetzt. Für den perfekten Strudelteig geben wir jetzt einmal das Mehl und die restlichen Zutaten. Das sind neben dem Mehl das Salz, unser Ei und das lauwarme Wasser in eine Schüssel und lassen das Ganze so circa 5 bis 10 Minuten kräftig durchkneten. Wenn der Teig ordentlich durchgeknetet ist und so eine richtig schöne Konsistenz hat, dann wird er jetzt zu einer Kugel geformt und mit etwas Öl bestrichen. Ich lege ihn davor einfach in einen Topf mit Deckel. Das Öl verhindert einfach, dass er nicht austrocknet. Und jetzt darf er noch ca. 30 Minuten ruhen. Sowohl das längere Kneten als auch das Ruhen ist besonders wichtig bei diesem Teig. Wir wollen ihn nämlich gleich ganz, ganz dünn ausrollen. Dafür ist es einfach essentiell, dass sich diese Gluten, also der Kleber, im Weizen ausbilden kann. Ich habe im ersten Schritt für die Füllung die Äpfel einmal geschält, geviertelt, entkernt und in dünne Scheiben geschnitten. Die kommen jetzt in eine Schüssel. Jetzt kommen im ersten Schritt Zitronensaft, Rum, Zimt und Zucker dazu. Jetzt noch die Rosinen. Wer keine Rosinen mag, kann die natürlich weglassen. Wie schaut es denn bei dir aus? Bist du Team Rosine oder eher nicht? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Semmelbrösel. Die halten die Füllung so ein bisschen zusammen. So, die 30 Minuten Ruhezeit sind vorbei. Jetzt geht's an den Teig. Der wird auf einem Küchentuch ausgerollt. Das bemehle ich jetzt zuerst und dann heißt es so flach wie möglich ausrollen. Der Teig ist ganz dünn ausgerollt. Ziel des Ganzen ist, dass man das Handtuch durchsehen kann. Inzwischen habe ich auch die Butter zerlassen und den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Jetzt wird mit der zerlassenen Butter werden einfach die Ränder einmal eingestrichen und dann kommt die Füllung drauf. Jetzt zum Einschlagen mache ich zuerst die Seiten. Die werden einmal umgeklappt auf der ganzen Länge. Und dann einfach von unten nach oben aufrollen und am besten das Geschirrtuch damit zur Hilfe nehmen. Gut, wenn er aufgerollt ist, dann wird er jetzt mit dem Teigende, also quasi dem Rand, nach unten auf ein Backblech gesetzt. Jetzt noch einmal mit der restlichen Butter bestreichen und dann geht es schon ab in den Ofen. Der darf jetzt im vorgeheizten Ofen ca. 40 Minuten backen. Unser Apfelstrudel ist inzwischen fertig. Ich habe noch ein bisschen Puderzucker drauf gegeben und ein bisschen Vanillesoße. Für mich die perfekte Kombi. Den werde ich gleich probieren und ich hoffe natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da und das Rezept gibt es natürlich wie immer als Link in der Infobox. Einfach auf mehr klicken, dann ploppt es schon auf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Halt, stopp! Noch nicht abschalten. Wenn du jetzt nämlich so richtig Lust bekommen hast auf noch mehr Backrezepte, dann kann ich dir wärmstens das Einfach-Backen Backbuch empfehlen mit den 150 Lieblingsrezepten. Den Link zum Buch findest du ganz einfach hier oben hier. Und natürlich nicht vergessen, abonnieren. Und wenn du gleich weiter gucken willst, findest du hier eine kleine Auswahl. Viel Spaß!